Unmengen an Kartons, vollgestopft mit persönlichen Sachen. Als wir diese historische Stadtvilla betraten, konnten wir unseren Augen nicht glauben. Egal wohin man schaute, Umzugskartons stapelten sich bis unter die Zimmerdecke. Es war sogar kaum Platz, um sich durch die Räume zu bewegen. Gut die Hälfte der Zimmer war sogar unzugänglich aufgrund der Kisten und Gegenstände. Das meiste davon waren persönliche Dinge. Doch das konnte unmöglich alles nur einer Familie gehört haben. Dafür waren die Sachen viel zu unterschiedlich, vor allem was das Alter der Objekte betrifft. Offensichtlich waren wir auch nicht die Ersten, die sich in der Villa umgeschaut haben. Kartons waren aufgerissen, Gegenstände lagen überall verteilt auf dem Boden herum. Viele Dinge wurden vermutlich bereits gestohlen. Dennoch war es faszinierend, was wir alles entdecken konnten. Eigentlich unnötig, es zu ergänzen. Alles, was wir uns angeschaut haben, haben wir auch wieder an den rechtmäßigen Platz zurückgetan. Während unserer Erkundung fragten wir uns die ganze Zeit, wie ist sowas nur möglich? Wie konnte es so weit kommen? Etwas derartiges ist uns während unserer 4-jährigen Urban Exploration Karriere noch nicht untergekommen. Schau mal, das ist doch wie neu. Als hätte das nie jemand gelesen. Echt so? Eine Schande. Till Eulenspiegel. Es gibt auch noch ziemliches Kontrastprogramm. Ewiges Deutschland. Nazi-Lektüre. Aus dem Zweiten Weltkrieg anscheinend. Ein deutsches Hausbuch. Yep. Weihnachtsgabe des Winterhilfswerk des deutschen Volks. Ach, das ist aber nett. Aber, ja, das riecht auch, das ist total vergilbt schon alles hier. Das ist definitiv mein Lieblingsbuch aus der ganzen Kiste hier. Number one! Papierfliegeranleitungen. Blitzschnelle Papierflieger. Ja, nicht bloß irgendwelche Papierflieger, sondern blitzschnelle. Fucking hell! Von René Lucio und Jan Spitz. Das ist Pflichtlektüre auf jeden Fall. Jedes Blatt kann zu einem blitzschnellen Papierflieger werden. Viel mehr als 2 geschickte Hände brauchen Sie dafür nicht. Ob einfacher Flieger oder ausgefallener Gleiter. Wie Sie ganz leicht 30 unterschiedliche Modelle flugsicher falten, verraten Ihnen die genauen Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Außerdem erfahren Sie alles über Materialien und Wurftechniken und erhalten jede Menge Erfolgstipps für Ihre Luftflotte. Also früher hätte ich das geliebt. Ich hätte es auswendig gelernt. Ich wäre jetzt der... Oh, hier gibt's den Flash Gordon. Nicht den Flash Gordon. Und die Lyrica Cantabilis. Es hat Jahre des Erkundens gedauert, aber jetzt haben wir sie endlich gefunden. Die erste Location mit Strom. Da. Und die erste Location mit 6 Boxen voller Mini-Salamis. Mittlerweile ist es wirklich anzunehmen, dass wir hier in einer Falle sind. Das sind original verpackte Atemschutzmasken. Der Strom geht. Wir haben Versorgung ohne Ende. Wir haben hier Multivitaminsaft. Wir haben Kekse, Nudeln. Du meinst, das ist alles Zeug von einem Prepper, der sich auf die Apokalypse vorbereitet hat? No shit. Alter. Dieses Haus ist konzipiert, dass man hierhin flüchtet, wenn die Zombie-Apokalypse kommt. Man kann sich gegen Viren schützen, die in der... Ja gut, die riechen auch schon ein bisschen alt, aber die müssen trotzdem wahrscheinlich... Die sind noch mehr. Man kann nie genug Atemschutzmasken haben. Hier auch krass. Also irgendwie ist es heftig, egal wohin man schaut. Man entdeckt immer ziemlich interessante Sachen. Zur Erinnerung an meine Schulzeit, Namen halte ich zu, das ist von 1913, gestickt. Es kommt auch irgendwie so vor, als ob das kann gar nicht von einer Person sein. Nee, auf jeden Fall nicht. Einfach total erklären. Hier liegt ein Lattenrost, hier sind 10 Regenschirme, hier ist ein Stück Geweih. Aber wo ist die andere Hälfte vom Geweih? Ich habe das irgendwo hier aus dem Dings gezogen. Also, Christbaumkugeln, Hanteln,
Ein Hantel? Ach du Scheiße. Hier. Chinesische Kochsoße. Wow. Das ist alles irgendwie asiatisch. Das ist thailändische Fischsoße. Dann haben wir hier drin noch Pfannen, Messer, Zucker. Das muss alles schon um die 10 Jahre alt sein. Mindestens. Alte Pflanzen, riesengroße Gläser. Echt schön. Zeig mal. Riesen. Holy shit. Hier liegen Papes, Zigarettenpapes. Geflochtene Körbe. Irgendwelche Holzkunst. Schick. Stehlampen. Bilderrahmen. Hier sind noch gefüllt mit irgendwelchen Hygieneartikeln von Frauen. Parfüm. Das ist Parfüm. Das sind, aber die sind auch alle irgendwie asiatisch. Bambusparfüm. Puderparfüm, aber ist auf jeden Fall alles leer. What the fuck? Ja, das ist auf jeden Fall irgendein Frauenkram. Falls eine Frau dieses Video schaut, dann schreib in die Kommentare, was du damit so machst. Das ist ein Pinsel. Oder was du damit am liebsten machen würdest. Da ist verschiedene Farbe. Da sind wir, ein Spiegel, ultra nice. Hier sind, das ist nicht wie ein persönlicher Umzug. Wer hat denn beim Umzug noch original verpackte Handtücher? Aber wie ein richtiges Prepper-Lager sieht das halt auch nicht aus. Einfach nur irgendwie willkürlich irgendwelches Zeug gesammelt Echt so. und das hier abgelagert. Mal schauen, ob hier noch, ob hier noch das drin ist, was draufsteht. Das wäre krass. Was steht denn drauf? Feuerzangenbowle aus Jenaer Glas. Boah. Und? Adventskalender. Oh! Tja, wenn wir unser Stativ vergessen hätten, nicht so schlimm, weil hier gibt's auch noch ein Fotostativ. Der Keller des Gebäudes mit einer Werkbank. Oh. Gesunder Typ auf jeden Fall. Das sind Kippen. Das sind jede Menge Kippen. Und das ist erschreckend, fast. Wirklich ein bisschen erschreckend. Hier steht ja total neu weiter. Ja, hier ist vor allem jede Menge Platz im Vergleich zu dem Rest des Gebäudes. Und wir haben es 0 Grad. Und hier haben wir eine Zeitung. Da steht da bitte drauf. Von, wo steht das Datum? 1991. Die Union. Alter. Richtige steinalte Holzschere. Und die Stöcke. Ich werd verrückt, guck mal. Yep. Hier sind noch die alten Klingeln. Und da der Strom funktioniert, könnten natürlich auch die Klingeln funktionieren. Aber das probieren wir mal lieber nicht. Wir wollen ja unauffällig bleiben. Und jetzt, was hast du jetzt schon wieder gefunden? Apfelkompott vom Allerfeinsten. Hier. Richtig schöner alter Aktenkoffer. Sieht aus wie eine Filmrequisite. Warum? Was macht das denn alles hier? Ein
Klappfahrrad? Tja, los. Mit so einem Spielzeug geben sich die Kids von heute nicht mehr zufrieden. Guck mal, Alter. Ist das ein Webstuhl? Das wäre natürlich richtig schräg, aber das sieht tatsächlich so aus. Ja, da ist das Fußpedal. Hier ist... Jo, Tatsache, guck. Wow. Holy shit. Das habe ich total übersehen. Ist da was drin? Ein Instrument? Ich weiß nicht. Das sieht auf jeden Fall ziemlich antik aus. Pass bloß auf. Du, sei ja vorsichtig. Das wäre aber auch zu krass gewesen. Ja. Naja, trotzdem schick. Richtig schick. Schau mal, der ist mit Samt verkleidet. Du kannst es auch anfassen. Samt. Guck mal. Hier war wohl das Arbeitszimmer und das Licht leuchtet die ganze Zeit. Vielleicht machen wir das am besten aus, wenn wir hier verschwinden. Das war auf jeden Fall schon vorher an. Da liegt der Abfallkalender aus dem Jahr 2013. Ein Rechner und Kaspersky Internet Security. Da ist Film in dem Buch drin. Und das Gut eine Stunde verbrachten wir zwischen den Bergen von Gegenständen. Uns ist bis heute unbegreiflich, wie so etwas möglich ist. Warum stellt man eine Villa zu mit scheinbar unendlichen Massen von persönlichen Dingen? Ein Erklärungsversuch unsererseits. Vielleicht hat ein Investor mehrere Objekte gekauft und das Inventar der Häuser, das noch vorhanden war, in die aus seiner Sicht unrentabelste Immobilie verbracht. Vielleicht auch nur als Übergangslösung. Wie lange die Dinge nun schon in dem Haus stehen, wissen wir nicht. Wie erklärt ihr euch dieses Phänomen? Habt ihr schon mal etwas Ähnliches erlebt?